Herzlich willkommen zurück zu unserer Expertenserie Digitalisierung. Heute wieder mit Christian Feldmann. Schön, dass du da bist. Hallo Matthias. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, warum Digitalisierung so plötzlich in aller Munde ist. Ja. Ich möchte heute gerne nochmal hinterfragen, was denn die Digitalisierung genau bedeutet, um diesen Begriff lieber mal aus dem Weg zu schaffen, dass wir uns über die wesentlichen Dinge unterhalten können. Wie würdest du jemandem auf kurzem Wege Digitalisierung näher bringen? Also auf kurzem Wege würde ich das so machen, wie alle das heute häufig machen, oder viele das heute machen. Nehme ich das Smartphone zur Hand und sage, okay Google, was bedeutet Digitalisierung? Laut Wikipedia, der Begriff Digitalisierung bezeichnet allgemein die Veränderungen von Prozessen, Objekten und Ereignissen, die bei einer zunehmenden Nutzung digitaler Geräte erfolgt. Im ursprünglichen und engeren Sinne ist dies die Erstellung digitaler Repräsentationen von physischen Objekten, Ereignissen oder analogen Medien. War das für dich hinreichend genau? So wie ich das verstehe, bedeutet das einfach nur, dass die Realität in irgendeiner Form digital abgebildet werden soll. Ist das korrekt? Ja, also nach der Definition würde man das sicherlich so verstehen. Aus meiner Sicht passt das nicht so ganz. Also das letzte Video hat eigentlich hervorgebracht, dass Digitalisierung der letzte Teil der Entwicklung im Rahmen von technologischer Veränderungen ist, die schon über Jahrhunderte laufen. Nur in letzten Ausprägungen eben tatsächlich mehr und mehr digital sind. Und in diesem Rahmen würde ich Digitalisierung als Veränderungsprozess verstehen. Und wenn man nicht das definieren wollte, dann würde ich sagen, es ist ein von Technologie erzeugter und dauerhaft und zunehmender Veränderungsdruck, der da entsteht. Und damit kann ich mehr anfangen, ja, weil es eben um Veränderung geht und nicht um digitale Repräsentanz, wie es der Wikipedia-Artikel definiert hat. Okay. Das bedeutet aber für mich, wenn da ein Veränderungsdruck besteht, woher kommt der? Wer ist der Treiber in dieser ganzen Geschichte? Ja, also ich sehe 3 große Treiber darin. Der erste Treiber ist, dass sich das Wissen der Menschheit massiv vergrößert. Man sagt, alle 5 bis 12 Jahre verdoppelt sich das menschliche Wissen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dieses Wissen wird seit Bestehen des Internets massiv verbreitert. Das heißt, Menschen haben Zugriff auf Wissen, die in der Vergangenheit kein Wissen dazu hatten. Und dann wird das Wissen natürlich auch genutzt. Bildung wird auf breitere Füße gestellt. Mehr Menschen denken mit und helfen mit, neue Lösungen zu schaffen. Und das Dritte ist im Rahmen von Marktentwicklung die Globalisierung, die aus dem Wissen, dem zweiten Punkt, Produkte und Services, also verkaufsfähige Produkte generiert, die in der Welt verbreitet werden. Und somit entsteht ein sich beschleunigender Wissensaufbau, der auch in Technologien und Produkten Anwendung finden. Das klingt schon wieder alles sehr theoretisch. Kannst du das an einem Beispiel aus der Praxis erklären? Ja, natürlich. Also es ist ganz einfach. Wenn wir davon sprechen, dass sich Wissen auf breitere Füße stellt und das übers Internet verbreitet wird und dann zu Produkten wird, die weltweit abgreifbar sind, dann machen wir ein ganz einfaches Beispiel. Jemand hat heute die Idee, ob das jetzt in Indien, in Südamerika, in Europa oder sonst wo auf der Welt ist, hat eine Geschäftsidee. Er möchte diese Geschäftsidee umsetzen. Was braucht er dafür heute? Er braucht einen Internetzugang, er braucht natürlich viel eigenes Wissen und ist in der Lage, über Cloud-Plattformen, die heute weltweit skalieren, also leistungsfähig wachsen, ist in der Lage, dieses Geschäftsmodell weltweit anzubieten. Und das führt dazu, dass dieses Angebot meinetwegen eine der digitalen Plattformen, ob das Einkaufsplattformen sind oder ob das Vermittlungsplattformen sind, dass diese Plattformen plötzlich zu Wettbewerbern in unseren heimischen Regionen und Märkten sind. Das heißt, das Wissen auf der Welt hat plötzlich Einfluss darauf, wie sich meine Marktentwicklung entwickelt, weil plötzlich ganz andere Marktteilnehmer vorhanden sind, die wir gar nicht automatisch auf dem Schirm haben müssten. Und jetzt kommt genau das, die Veränderungsgeschwindigkeit nimmt zu, weil Technologie und mehr Menschen und mehr Wissen viel schnellere Verbreitung finden und die mein Geschäftsmodell torpedieren können. Und ich denke, das erleben wir heute in unseren Strukturen.
dass wir von Wettbewerbern umgeben sind, die zerstörerischen Einfluss auf unsere Märkte haben können. Okay, das heißt zusammengefasst, die Märkte verändern sich massiv durch neue Technologien und ich muss einfach, also es muss eine gewisse Art von Umdenken passieren. Und das ist, wenn ich das richtig verstehe, in deinem Sinne ein großer Teil der Digitalisierung. Das ist genau der wichtigste Teil und deswegen spreche ich bei Digitalisierung auch eher von Veränderungsdruck als davon, dass das eine digitale Repräsentanz ist. Der Veränderungsdruck zwingt uns dazu, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Wer ist Marktbegleiter, wer ist Marktangreifer? Und dem sollten wir im Rahmen von gemeinsamen Aktivitäten Lösungen erfinden und Lösungen definieren, die es unseren Kunden ermöglicht, im Markt standzuhalten und gut in die Zukunft zu kommen. Okay, danke Christian. Ich würde sagen, wir sollten in den nächsten Teilen noch ein paar praktische Beispiele ansprechen, denn das hilft beim Verständnis dieses ganzen Themas doch, glaube ich, ungemein. Dann danke ich Ihnen, dass Sie wieder dabei waren und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.